Moin Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Tim hier. Wieder mal ein kleines Unboxing. Momentan geht das ein bisschen Schlag auf Schlag. Heute mal was ganz anderes. Hasbro Mainline. Ist in meiner Heimatstadt noch nicht rausgekommen. Wird es wahrscheinlich auch nicht. Deswegen endlich mit dem allerbesten Dank an meinen Kumpel Dennis. Der hat mir hier einen kleinen Kindheitstraum erfüllt. Ist eigentlich Flywheels, wer sich in Transformers ein bisschen auskennt. Musste aber wegen Lizenzgründen irgendwie von Hasbro umbenannt werden in Skytrad. Das ist schon zu, ich glaube, Titans Return Zeiten passiert. Und zwar hat der Titan Master, der in Flywheels Körper eingebaut wurde, glaube ich war das, den Namen Skytrad gehabt. Und mittlerweile ist der Name Flywheels komplett verschwunden. Ein bisschen blöde, ändert aber nichts an dem Charakter. Im Speziellen für mich, weil der ein bisschen sehr starken sentimentalen Wert für mich hat, muss ich einfach mal so sagen. Denn ich war immer großer Fan der alten Transformers Marvel G1 Comics, die damals super schlecht rübergebracht wurden nach Deutschland vom Condor Verlag. Das müsst ihr euch mal reinziehen, einfach mal so als kleiner Fun Fact. Auf tfwiki.de gibt es eine Seite, die diesem Verlag gewidmet ist und den absurden Sachen, die die mit den Comics gemacht haben. Zum Beispiel, Entschuldigung, ich komme gerade von draußen, ich habe ein bisschen Laufnase. Ist echt widerliches Wetter draußen. Jedenfalls haben die auf den Covern so ganz komische Sachen gemacht, wie Scorponok pink einzufärben und rechts unten im Bild ist Optimus Prime und es ist, was war noch? Gelb eingefärbter Springer auf einem Cover. Also ganz absurd. Und auch Fetzen von anderen Comics und Storylines einfach weg gewesen. Also echt krass, echt krass. Aber ja, ich habe ihm das erzählt. Er hat den Laden bei sich in der Nähe, ein Toys R Us. Und hat mir dann jetzt endlich Flywheels besorgt. Schöne Verpackung, meine erste Figur von War for Cybertron Siege. Ganz anders als die Dinger vorher. Sieht ziemlich collector-friendly aus. Finde ich cool, finde ich sehr cool. Mal kurz die Box für euch. Ein bisschen rundherum. Machen wir auch noch ein Review, aber trotzdem schon mal cool. Bisschen was anderes. Schön zu sehen. Und die haben ja auch so ein bisschen andere Paint Applications. Wie das auch? Toe Tilt, Rocker. Da ist eine Menge bei. Also das ist eine echt gute Line. Meine ganzen amerikanischen Kumpels, die schnappen sich die links und rechts, wo sie die nur kriegen können im Endeffekt. Und ja, wir in Deutschland, wir scheinen da wieder so ein bisschen im Hintertreffen zu sein. Außer Dennis, der hat sich schon Optimus Prime und Megatron geholt. Voyager Class, das ist Deluxe Class und es gibt auch noch Lear. In Wave 1 gibt es Shockwave und Ultra Magnus. Ziemlich cool. Okay, wir haben hier sogar einen rausnehmbaren Backdrop. Sehr schick. Anleitung. Die ganze Box kannst du quasi aufklappen. Nett. Und was ich hier von Flywheels sehe, finde ich ziemlich cool. Ein paar andere Paint Applications. Zu doll sehe ich jetzt nicht. Aber das muss auch nicht. Ich packe den gleich in Ruhe aus, aber habt ihr schon mal eine kleine Ansicht von dem Kerl. Und was ich so sehe, finde ich ziemlich cool. Auch nicht großartig Waffles, wie man so schön sagt. Oh, Fuß ist schon mal ziemlich steif, das ist gut, da kann man mit arbeiten. Ah, da ist ein bisschen von dem Dry Brush an den Seiten. Sieht nicht schlecht aus. Ich mache mal den Fuß ein bisschen raus. So. Seht ihr das da an der Seite vom Fuß so ein bisschen? Und da ist wohl noch mehr. Das gucke ich mir gleich genauer. Ja, jedenfalls sehr cool. Ich freue mich. Ich wollte schon immer einen vernünftigen Flywheels haben. G1 hatte ich den ja leider nie. Und wie gesagt, wegen den Comics Marvel G1 wollte ich immer gern Flywheels haben. Speziell wegen der Story City of 4. Ich weiß den deutschen Titel gerade nicht, aber falls ihr das kennt, da war ja damals dieser Autobot-Wissenschaftler, der wollte die alten Reaktoren von Megatrons Plan, Cybertron in einen großen Kampf- oder Kriegsplaneten umzuwandeln, wieder reaktivieren und hat mit den Signalen, um das irgendwie zu schaffen, haufenweise
tote Cybertronians wieder hochgeholt. Und da waren Ultra Magnus, die Sparkler Mini-Bots, auch mal einen Careless gefangen. Und Flywheels und ein paar andere waren da, glaube ich, auch mit bei. Die anderen Decepticons von seiner Squad wurden aber gekillt und nur Flywheels mal über. Und der hat sich am Ende mit auf die Seite der Autobots gestellt und das fand ich ziemlich cool. Also ich mochte das sehr gerne. Und der sieht wirklich schön G1 aus, muss ich sagen. Mag ich. Mag ich wirklich sehr. Den gucke ich mir gleich an. Ganz in Ruhe. Ich glaube, wenn ich das rausschicke, ist Freitag. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Kontaktdetails wie gehabt. Schreibt mich an. Facebook, Instagram. Alles unten im Futter. Oder auch in meinem Profil. Oder auch per Mail. Seht ihr auch alles. Erstmal einen schönen Tag. Reingehauen. Und tschüss.